Welcome back zu einer weiteren abenteuerlustigen Folge, die Outer Worlds. So Leute, weiter geht's hier. Wir machen jetzt hier den einen Fraktionsquest. Wir müssen, glaube ich, Catherine oder so heißt die, suchen. Die Informationshändlerin. Taste it in everything you eat. Replacement of faulty parts recommended. Ist by the way der letzte Part dieser Hauptmission, habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Also wir haben ja hier einmal ein Bolt für alle Fälle, fehlerfrei, die Pendlerin und von Blut und Tinte. Das waren die Quests, die wir machen sollten. Es ist nur noch hier fehlerfrei übrig. Deswegen machen wir die jetzt. Genau. Da muss ich mich jetzt mit Catherine Mellon treffen. Und ja, die weiß halt dann irgendwie Bescheid, ne? Ich sag's einfach mal so. So, gucken wir mal. Die gute alte Catherine. Ich muss jetzt mal gucken, was der Sam noch für Waffen hat. Hat er irgendwas mit Flammenwerfer oder so geredet? Schauen wir mal nach. Wo ist denn der gute alte Sam? Ach ja, tatsächlich. Okay, machst aber nicht so viel Schaden, ha? Egal, wir probieren ihn mal aus. Mal gucken, wie er so drauf ist. Hier haben wir uns eigentlich auch noch gar nicht so wirklich vertieft, ne? Trouble checking in? Or you might need directions to the amenities? If you're locked out of your cabin, a replacement key costs 50 bits. Okay, erzähl mir von der Freizeitanlage. No reservation, no problem. Day trippers are always welcome in our saloon. Straight back and to the right. If you hit the falls, you've gone too far. Check in with Ms. Malin. She'll set you straight. I am here to anticipate and facilitate your needs, patron. Was ist das hier für ein Ort? It's true. Fallbrook really is the best kept secret in all of Monarch, excepting the Borst Factory's secret ingredient. We're a leisurely stopover for the more adventurous spacefaring traveler. Understand? Alles klar. Swell. We like quick-on-the-draw types like you. Saloon is straight back and to the right. Once you're feeling sated, you're welcome to a private cabin. Only $250 a night. Ms. Malin can let you one if you're interested. She's the one who runs this racket. 250 Tacken. Brauche ich nicht. Ich schlafe nicht. So, das sind auch nur Gäste. Tut ihr mir was, wenn ich hier reingehe? Ich speichere mal lieber. Oh, alles cool. Ja gut, wir gucken uns erstmal ein bisschen hier um, bevor wir zu Catherine gehen. Hätte ich gesagt. Nelson. Schicker Schnurrbart. I ain't ever seen someone so adept looking my whole life. Watch yourself, Captain. This guy's got eyes like a sprat set on stealing your dinner. Oh, now, come on. All I mean is, well, rather that, you don't seem like the usual pigeons we pluck. No offense, of course, if you are a Byzantium Goldblood. Say, I'd like to do you a favor. Might I interest you in a surefire scheme? Wink, wink. Ja, wollen wir uns mal anhören, was er zu sagen hat, oder? Don't believe I did. No? Wink. Pure and simple, it's like this. I run our drug delivery service. Recently, I had the genius idea to cut costs in half by swapping our autoloaders with faster, cheaper sprats. Lass mich raten. Wir stecken die Hälfte ein, die du einsparst. Too right you are. Only problem is my sprat carriers ain't arrived from their latest run. As I was saying, you look more capable than most of the hoople heads around these parts. What say you locate him and retrieve the goods for me? In return, I'll cut you 5% of the profit. 5% nur? Ja, ist halt wirklich so, ne? Ist halt nicht so, als hätte ich hier Besseres zu tun, ne? Aber sag mir mal, wo ich da suchen soll. I run my sprat carriers back and forth through the shipping tunnels near the waterfall. Ought to check there first.
Good luck. And don't get any ideas about pilfering the drugs for yourself. Ja, mal gucken, ob ich das mache. Hit me. I won't even hit back. Hier mein blaues Auge verpassen. Ah, hätte ich schon irgendwie Bock drauf, oder? Right. Now, like I said, me being a generous man, I'm willing to offer you a cut of the profit. Ich hätte gern überzeugen 100, dann würde ich wenigstens 35 bekommen. 35%. Bei 5% ist halt echt gar nichts, ne? Was that sarcasm? I'm going to assume it was not. If it's sarcasm, you've got to show it somehow, like with a wink. My sprat carriers scurry back and forth through the shipping tunnels. Any trail ought to start there. When you've got the goods, I'll be here. Okay, Frage ist halt, wie viel sind dann die 5%? Ne? Bisschen was wird da schon abfallen, denke ich. Okay, mit dem haben wir gequatscht. Das sieht schon echt geil aus hier, finde ich. Verkaufsautomaten. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Ne, nicht wirklich. Aber bräuchten eigentlich mal Muni, ne? Haben wir hier den Muni. Energie, schwere Munition, glaube ich, war das, oder? Mal schnell. Da habe ich nämlich nur noch 10 Stück. Kaufen wir mal die schwere Muni. Was kostet mich das denn? Kaufen? Muni? Naja, geht klar. Aber ich brauche für die fette Wumme brauche ich noch was, ne? Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich mal Muni kaufen muss. Kann ich das einfach mal hacken und ausnehmen? Nö, kann ich nicht. Schade. Was ist denn hier hinten? Nicht. Gar nicht. Alter, ist das fett hier. You seen Arthur today? Nah, last time I saw him. Äh. Stars, I can't remember. Days. You don't think he got crushed during the bridge collapse? It was his team running that drop. That puts things into perspective. Oh, nein! Nein! Das wollte ich gar nicht! Ich schwöre! Stopp, 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 stopp! Was ist da passiert? Da bin ich aus Versehen auf den Triggerfinger gekommen. Scheiß die Wand an. Ich wollte mich nur so verneigen, so, Tag, Sir. Ah, voll in den Head geschossen. Ja, okay, jetzt müssen wir hier nochmal durchklicken. Ja, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Kennen wir, kennen wir. Pure and simple, it's like this. I run our drug delivery service. Ja, bla bla bla. In return, I'll cut you 5% of the profit. Ja, ja, komm, hau her. Mach einfach, tu einfach. Ah, geil. Und deswegen wünsche ich mir eine Taste, wo ich meine Waffen wegpacken kann, damit so eine Scheiße hier nicht passiert. Muni kaufen. So. Okay, nochmal passiert mir das nicht. Hoffe ich. So, nächster Versuch. War eh nur ein Statist, Leute. Braucht man sich nicht aufregen. Oh, aber hier würde ich gerne mal ein bisschen reingreifen, wenn das geht. Boy, schau mal woanders hin, bitte. Ja, das ist noch drin, aber ich glaube, ab hier bin ich am Arsch. So, was haben wir hier? Ein Versicherungsagent. Agentin. Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group, Halcyon's premier provider of life and disaster-related insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity, or dullness of mind. Habe ich vermerkt. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. Zentrifugalunfälle? Aha.
Ja. Plenty. As my boss likes to say, there's a policy for every situation and an exclusion for every policy. Ich bräuchte eine We've Versicherung insured für unusually expressive eyebrows, den outrageous Triggerfinger. statements, disastrous marriages. Was? Augenbrauen versichern? Usually character actors or corporate execs with menacing stares. Was? Oh Mann. Okay, wer würde sich denn ungeheuerliche Aussagen versichern lassen? That policy is almost exclusively for our corporate clientele. In the unlikely event they make a claim about a product that turns out to be less than accurate, they need some kind of protection against the damage to their sales and reputation. Katastrophale Ehen? Those are mostly for top-rungers in Byzantium who have a lot of social and financial capital wrapped up in their marriage contracts. There's one for your beloved eloping with your sibling, your beloved eloping with their sibling, scandalous rumors forcing you apart, the revelation of a secret love child. We try to cover every possible hazard to domestic bliss. Habt ihr nicht eine normale Haftpflicht oder sowas? One thing's for sure. You won't find better policy protection against sudden lunar implosions anywhere in Halcyon. Okay, erzähl mir noch schnell, wieso ist das Büro hier auf Monarch? We're not on Monarch. For all practical and tax-related purposes, this office is an official enclave of Byzantium. Wieso? Legally speaking, corporations are not allowed to operate on Monarch. Ja, okay, So bla while bla. our official address is in the city, and while our so we can, what's the phrase? Pass savings to the consumer, of course. Betrügt also die Behörden? We prefer to think of it as chasing the savings. Turns out that not having to pay kickbacks, fines, and rent in the most expensive city in Halcyon improves our liquidity. Plus, Sublight keeps this place running remarkably well, and they sure drive business our direction. Na dann viel Spaß noch bei deinem Business. Also wenn du keine Triggerfinger-Versicherung hast, dann bin ich hier eh raus. So, hier können wir nochmal ein bisschen was einstecken. Guckt ja keiner. Aber hier ist auch nicht wirklich was, ne? Eigentlich nur Schrott. Was? Fünf Ding? Nee. Die investiere ich jetzt hier nicht. So, wen haben wir hier drin? Sesam, tu dich öffnen. Duncan. Hungry? I'm famished myself. No rubbernecking. Make a buy or move on. Okay, hast du zufälligerweise ein bisschen Muni? Ja, hier hat er. Den nehmen wir nochmal mit. So, verkaufen. Ja, habe ich ja immer noch nichts. Passt. Also hier haben wir einen Händler. Sehr gut. Hier haben wir Versicherungen. Falls wir mal eine Ehe schließen oder so, katastrophal. Dann werden wir nochmal zu ihr gehen. Was haben wir hier Gemütliches? Die Bar, war? Wesley. You don't look like a smuggler nor a dandy. Catherine send you back here? Nee, On noch second nicht. thought, it's best if I don't know. What's your order? Hast du diesen Glacial Age Whisky? No, I don't have any... Ugh. If it's only a drink you're after, the full bar's upstairs. This here's the ante up, where you place your bets. Worauf kann ich denn wetten? Tossball, autoloader races, card games, you name it. I ain't picky. And neither is Catherine. We'll both break your legs if you lose, then shirk on paying. Ja, ja. Red du nur. Brech dir die Beine. Hey, Catherine. Zu dir muss ich dann gleich. Was ist mit ihm hier? For the price, I expected a larger cot. Ich dachte, du redest irgendwie betrunken jetzt oder so. Hey, Yvonne. Oh, du siehst ja fresh aus. Folks I never met before are my most favorite kind. So, what's your story? Also, es ist wirklich eine seltsame Geschichte, aber ich bin 70 Jahre lang auf Eis gelegt, durchs Weltall geschwebt und dann eines Tages... Let me just stop you right there, stranger. My question, it's not one I really want an answer to. Not unless it accompanies some extra bits. Ja, es geht nur ums Understand? Geschäft, wie immer, ne? Wie viel Bits sollen es denn More sein? than you can afford at this time. So, du servierst hier Your Getränke, eyes wa? do not deceive you. This bar serves the sweetest firewater in all of Fallbrook. I got some snacks on offer too from time to time. Ich suche Arbeit. Who ain't these days? Everything runs through Ms. Malin here, so you might start with her.
Okay, hast du noch ein bisschen Muni für mich? Nee, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn die Bardame für mich ein bisschen Muni gehabt hätte. Ja gut, dann sollen wir gleich zu Catherine oder wollen wir uns noch ein bisschen umschauen? Ja, jetzt schauen wir noch mal ein bisschen. Ich finde die Stadt schon echt nice. We got our paws full enough as it is. Go away. Sorry, ich wollte nicht stören. Always imagined Fallbrook would be Cleaner, fancier, better booze. cheaper. So, wer bist du? I've emptied Jocelyn? Can I help you? Don't think we've spoken before. I would remember. You look, well, I wouldn't forget what you're wearing, no. Ja, wieso sollten wir uns schon mal unterhalten haben? Most of the freshies spend their first night in the saloon. Fresh to Fallbrook, I mean. Me? I've been here going on 3 days now. I'm real friendly. Figure I've talked up everyone in town by now. But not you yet. Tja, dann ist heute dein Glückstag, Lady. Every day I've been here has been my lucky day. Never won so much in my whole life. Aside from a close call during my wilderness hike, it's been a grand adventure. I'm dreadful blessed that Captain Criley hired me onto the crew. Welche Crew? You wouldn't have heard of them. They're just a small pot of smugglers. Kept getting their spoils stolen when they went to fence them. So they hired on a merc. They didn't mind my being so talkative, or them being my first protection gig. Captain Criley, he does ask me to shut it sometimes. In fact, I probably shouldn't be flapping my gums about his crew at all. Ja, bist eine kleine Plaudertasche, wa? So, wie bist du in Fallbrook gelandet? Well, Captain Criley wanted to take a pit stop. I'm the hired security, see? They pay me to guard the cargo, but right now the hull's empty. It's my first shore leave with the crew, and my maiden voyage before that. I can tell you it's been a real hoot. Hast du irgendwelche Überlebenstipps für mich? Auch Captain warned wenn us ich to sie gar take nicht care around brauche. Devil's Peak. The bigger beasties tend to roam the slopes there. Mid-morning, I thought I'd try Fallbrook's self-guided wilderness hike, the one that leads up around the mountain. Safe enough, else they wouldn't advertise, right? Wrong. Scarcely made it back in one piece. Aber du hast es geschafft. Klingt, als wärst du in einer haarigen Situation You gelandet. can say that again. Wilderness almost got me pushing up daisies. If I wasn't so fleet-footed, I never would have escaped them raptidons, then marauders, and that manta queen alive. To outrun him, I had to ditch my bag. All the bit cards from my winnings were weighing it down. A shame, cause it was my favorite gun tote. Meine Lieblingswaffentasche. Ja, soll ich dir die holen Right oder then. was? Very well. Then I'd like to Nee. answer. Right then. Na dann nicht. So. Okay, haben wir mit dir auch mal ein bisschen gequasselt. Mit der Plaudertasche. Jocelyn. So, was haben wir hier noch Schönes? Werkstatt. Werkstatt mit Werkbank. Einen Sublight-Mitarbeiter. Noch einen Sublight-Mitarbeiter. Noch einen Sublight-Mitarbeiter, der mit sich selber Mensch ärgere dich nicht spielt. Aber was Interessantes hier? Oh, hier kann ich stibitzen. Hier kann ich mal wieder ordentlich zugreifen. Ohne dass mich irgendjemand zusammenscheißt. Ja, okay, das könnte sie sehen hier auf der Höhe. So, Stand clear of solvent stream. So, das ist der besagte Wasserfall, den wir nicht überqueren dürfen oder durchkreuzen dürfen. Das gilt dann als Regelverstoß. Also, so habe ich das jetzt verstanden. So, wer bist du? Auch nur ein Statist, okay. Oh, was geht's denn dahin? Ah, alles klar. Okay, die Spread-Könige sind hier. Okay, das will ich noch nicht machen. Okay, was gibt's da oben noch? Das sieht mir nach der Zentrale aus. Alter, fetter Landeplatz. Kann ich jetzt möglicherweise mit meinem Raumschiff hier hinfliegen? Habe ich das jetzt freigeschalten? Halt, das will ich. Sieht mich jemand? Die gucken alle.
Hallo, was geht? Achso, ja, hier. War ich ja schon. Okay. Komme ich nicht rein, alles klar, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Catherine. Und quatschen mal mit der ein bisschen. Halt, die war unten. So, Catherine, ich bin da. Uh-huh. You blind, little bird? Or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrook. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. Catherine, you're as welcoming as ever. Truthfully spoken, I do aim to properly represent my aforementioned nugget of paradise. Ja, du bist wirklich unglaublich freundlich. Oder soll ich hier mal ein bisschen Charisma? Wenn du mit einem kleines Stückchen Paradies eigentlich ein Stückchen Mantico sagen wolltest, dann ja. You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder to show you just what makes our town shine. But first, I'll need to know what brings you, stranger. Well, I'm half listening. Ich höre dir wirklich halb zu. Ja, erstmal so private Sachen, oder? Brauchst du jemanden zum Anheuern? If it's one that don't mind getting dirty, then I sure do. But how am I to know whether you're reliable, if not fully trustworthy? Okay, was sage ich jetzt? Ich will sie eigentlich auch nicht einschüchtern oder so. Obwohl, soll ich ein bisschen raffer zu ihr sein? Ich weiß es nicht. Charisma geht ja leider nicht. Nee, ich bin jetzt ganz normal. I do admire blunt honesty, so I'm willing to give a business arrangement between us a try. There's a Borst factory on up the way, run by a man who calls himself the King. Clive Lundberg, insufferable prick. That aside, it's a business ripe for the plucking. I want it. Clear as that. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Auftrag mit Mord und Chaos einhergeht. Stars, I hope so. Clive Lundberg, the self-proclaimed Borst King of Monarch, is swimming in profit and drowning in his ego. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that Borst factory, owner dead or alive. And you're the soon-to-be handsomely paid fucker who's gonna get it for me. Alles klar, was soll ich tun? Kill him, run him out. I don't rightly care for the details. So long as Clive knows resistance to me is costly and futile. Hit him where it hurts. In his gut or his production lines ought to make do. Okay, hast du irgendwelche Tipps, wie ich hineinkommen kann? If you got brass knockers, you can shoot your way through the front gate. If you don't fancy getting shot to shit, you can try asking Duncan for a disguise. Might be another way in, assuming you're courageous enough to trek the sewers. Void if I know. Oh, cool, durch die Kanalisation hätte ich auch Bock. Okay, mal angenommen, also ich versuche es natürlich erstmal mit dem gewaltfreien Weg. Mal angenommen, ich würde die Fabrik sabotieren wollen. Then I'd say you might care to poison the cysty pigs, doctor a few financial records, or throw a wrench in the canning machinery. Ja gut, wenn ich ihn töten wollen würde, muss ich einfach nur reingehen und ihn töten. Ne? Okay, klingt gut. It'll be more than good when you're finished. Maybe not for Clive, but for me and you, I'm sure. Oh, and if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry goods and sundry building. He ought to have an employee ID in that stash of illicit goods he keeps for select clientele. May luck be with you, since I won't be. Okay, ich will auf jeden Fall durch die Kanalisation. Also in Real Life würde ich das so niemals tun, klar. Aber das will ich hier sehen in dem Spiel. Kanalisation. Okay, cool, dann haben wir das angenommen. Catherine's great, ain't she? She'll pull you out of the sulfur, so long. Ach so, warte mal. Ich bin ja eigentlich wegen was ganz anderem hier, Catherine. How's Clive? I do hope you gave him my regards. So, lass uns mal über was anderes sprechen.
So, Sanja meinte, du wüsstest etwas über ein Unternehmen, das heimlich auf einem Monarch operiert. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind drop supplies on the northern bridge. Might be they sure as shit weren't pirates. Now that I consider it, I ain't heard from my delivery team in far too long. Das mache ich doch And gerne. I'll thank you kindly for it. Okay, alles klar. Hier will jeder jeden umbringen, ne? Sie will die Macht an sich reißen, aber gut, ich kann es verstehen, wenn das jetzt richtiges Arschloch ist. Egoistisches Arschloch. Weg damit. Weg damit. Okay, schauen wir mal ins Tagebuch. Was? Versorgungsabwürfe. Okay, es ist aktiviert, das passt. Weil das mit dem Kleid oder Cliff oder wie er jetzt hieß, will ich irgendwann anders machen. So, wir müssen in diese Richtung. Let's go. Tachchen, Tachchen. Wo muss ich denn eigentlich genau hin? Naja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir das vielleicht noch schnell. Dann ist die Folge eh schon wieder vorbei. Jetzt können wir auch mal ein bisschen gucken, was Sam so drauf hat, ne? Und vor allem Sam seine Spezialfertigkeit. Die würde mich mal interessieren. Vielleicht rastet der ja total aus. Sam, as a purely hypothetical thought exercise, if I were to boil leather in manti blood to give it a nice purple hue, is there a way to get the stench out afterward? Recommended dry cleaning service for fabric type, incineration. Einäscherung, klar, günstig. So, boxen wir uns mal hier kurz durch. Ah, ich mache natürlich jetzt wieder Flächenschaden. Aber Sam packt das schon, glaube ich. Der war jetzt aber schnell erledigt. Ah, Fulltreffer. Boom. In your face. Lass mich in Ruhe. Dann kümmern wir uns erstmal um die Königin. Alter, fett. Okay, er macht schon gut Schaden. Und es ist eigentlich ganz cool, dass er auch so ein Nahkampf-Fuzzi ist. Eigentlich muss ich sparsamer mit der fetten Knarre umgehen, ne? So, erstmal reinigen hier. So. Da unten muss ich hin. Da wünsche ich mir ein Jetpack her. Ich habe aber keins. Ach, das ist diese eine Brücke, wo ich auch schon mal war. Ah, die andere Seite. Nice. Ja, natürlich, Weston. Mit dir wollte ich eh schon mal quatschen. Hab ich nur voll vergessen. Here I thought those mantisaurs had peacefully exited the premises. But you're a simpler explanation. Thanks for the assistance. Name's Weston. Every once in a while, I set up shop along these here roads. You find yourself in need of resupply, you come on by. Care to purchase a thing or two? Okay, Händler. Alles klar. Auch Weston könnte vielleicht geile Waffen haben. Nö, nö. Nö. Na gut, aber er hat schwere Muni, die nehme ich noch mit. Und wir können gleich mal ein bisschen mit verkaufen hier. Jetzt sind wir weg damit. Alles weg. Zack, zack, zack. Kohle ist da. Ich danke dir, Weston. So, ich muss jetzt da runter. Okay, wir machen mal den Weg hier. Auch wenn es nicht der sicherste ist. Au. Ah. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Ich habe gesagt vorsichtig. So. So, hier sind die Vorräte. Would you like this unit to tidy up? We ought to be quick about this. Ja, meinst du, hier geht noch was? Meinst du, wir werden hier überrascht von irgendjemandem?
Gib mir das. Na gut, dann schauen wir es uns mal an hier. Beschädigter Roboter-Einheitenlader. Eine Blutspur führt von den Roboterlader weg. Oh geil, jetzt müssen wir hier so eine Blutspur verfolgen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge tun. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch allen und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung da lasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen entspannenden, erfolgreichen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Tschüssikowski.